begrüße zum Themenfonds Talk nun Bertrand Born. Bertrand ist Senior Portfolio Manager des nachhaltigen Aktienfonds von Swisscanto zum Investmentthema digitale Wirtschaft. Bertrand, willkommen zum Themenfonds Talk. Heute reden wir über Cybersicherheit, ein Thema, das mitten im Rampenlicht steht. Wir hatten letzten Sommer den CrowdStrike-Crash erlebt, den größten IT-Ausfall der Geschichte bisher. Wir lesen nun fast wöchentlich von Cyberattacken und Datenlecks. Kommt da 2025 der perfekte Cybersturm auf uns zu? Also ich würde sagen, der Cybersturm ist schon da. Die Welt wird zunehmend vernetzter, zunehmend digitaler. Wir sehen es an unserem eigenen Verhalten, ob das Medienkonsum ist, Online-Banking, der Behördengang. Alles ist inzwischen digital. Und wo mehr Digitalisierung und mehr Vernetzung ist, sind natürlich auch mehr Angriffspunkte. Und die Angreifer werden hier immer besser, immer professioneller. Das sind einmal kriminelle Organisationen, die aus monetären Gründen Angriffe starten. Das sind zum anderen auch staatliche Akteure, geostrategisch, Rivalität zwischen den Staaten. Und da will man natürlich Industriespionage, kritische Infrastruktur angreifen. All das sind Angriffspunkte, die einfach durch zunehmende Digitalisierung zunehmen. Eine aktuelle Studie des World Economic Forum kommt jetzt zum Schluss, dass wegen eben dieser instabilen geopolitischen Lage, aber auch wegen der rasanten technologischen Entwicklung Cybersicherheit immer komplexer wird. Was unternehmen da konkret die Firmen, die Unternehmen, in die wir investieren möchten? Ja, also Cybersicherheit ist für Unternehmen eine große Herausforderung, ist auch essentiell. Da ist einmal der monetäre Schaden eines Hacks. Also das kann von mehreren Millionen bis hin zu Milliarden. Also Equifax, eine US-Firma für Kreditstudien, wurde gehackt. Die hatten knapp 1,4 Milliarden an Kosten, um diese Lücken zu schließen, den Schaden wieder zu reparieren. Damit einher geht natürlich auch der Vertrauensverlust, der Reputationsverlust bei Kunden und auch bei Zulieferern. Und dann ist da natürlich noch zunehmende Komplexität. Früher waren Computer nicht am Internet angeschlossen, die waren im Raum, man konnte ihn abschließen, der war sicher. Jetzt ist man ans Internet vernetzt, wir haben Homeoffice, das heißt, das Heimnetzwerk muss geschützt werden. Wir haben Applikationen in der Cloud, wir haben verschiedene Geräte, alles über unterschiedliche Netzwerke. Das heißt, für Unternehmen wird es sehr, sehr viel komplexer, entlang dieser gesamten Wertschöpfungskette Cybersicherheit einzusetzen. Das klingt einigermaßen beunruhigend. Können sich denn da Unternehmen überhaupt noch schützen? Die gute Nachricht ist, es ist ein Wettrüsten zwischen den Angreifern und den Verteidigern, aber die Verteidiger schlafen nicht. Das heißt, die Cybersecurity-Firmen sind extrem innovativ. Da gibt es neue Applikationen wie Cloud Security, wo man eben sehr dynamisch skalieren kann und reagieren auf verschiedene Angriffe. Es gibt den Einsatz von KI, wo man einfach riesige Datenmengen analysiert und bestimmte Angriffs- und Verteidigungsmechanismen dann in Kraft setzen kann. Und es gibt so neue Sicherheitsmodelle wie Zero Trust, wo man eben so ein bisschen wie in einem Haus von jedem die Identität prüft, ob er jetzt Bewohner oder Besucher ist, um zu schauen, ob jemand bestimmte Räume zugreifen kann. Und das Gute ist, diese Branche wächst unheimlich rasant. Das heißt, wir haben jetzt über die letzten Dekaden 10% Wachstum jedes Jahr gehabt. Bestimmte Firmen wachsen sogar schneller als das. Und es gibt mit zunehmender Digitalisierung, mehr KI, keine Anzeichen, dass sich dieses Wachstum entschleunigen wird die nächsten Jahre. Das heißt, du hast reichlich Potenzial für Investments hoffen. Du führst aber einen nachhaltigen Themenfonds. Was hat denn Cybersecurity, Cybersicherheit mit Nachhaltigkeit zu tun? Alles. Also Cybersecurity ist für die Nachhaltigkeit essentiell. Wir schützen im Internet und in der digitalen Wirtschaft über Cybersecurity unsere persönlichen Daten. Also der Datenschutz steht ganz weit vorne. Aber auch, dass unsere Kinder, unsere Familien sicher im Internet navigieren können. Und was immer wichtiger ist, auch den Schutz von kritischer Infrastruktur. Denken wir hier an die Wasserversorgung, an die Stromversorgung. Damit werden Krankenhäuser, unser gesamtes öffentliches Leben, die gesamte Wirtschaft lebt von der Digitalisierung. Und wenn die nicht sicher ist, haben wir ein Problem, was die öffentliche Gesundheit und Stabilität gefährden kann. Also essentiell für die Nachhaltigkeit. Bertrand, auf den Punkt gebracht. Welche 3 Takeaways nehmen Anlegerinnen und Anleger mit, die an der Cybersicherheit und am Investmentthema digitale Wirtschaft interessiert sind? Ja, also wenn wir noch mal zusammenfassen, die 3 Punkte. Erstens, Digitalisierung nimmt zu, die Vernetzung steigt und dadurch ist Cybersecurity wirklich eine Nummer 1 Priorität. Das Zweite ist, diese Branche wächst sehr rasant. Das heißt, sehr spannende Investmentmöglichkeiten im Cybersecurity-Bereich für unsere Anleger. Und drittens, Cybersecurity ist der Schutzschild für nachhaltige digitale Entwicklung. Bertrand, danke für das Gespräch.